Hallo und Servus hier vom Refuge. Keine Ahnung. Bei den ganzen Doppelungen kommt man durcheinander. Ah ja, Refuge Coldeverde. Und zwar haben wir heute wieder eine bzw. zwei Etappen auf einmal gelaufen. Insgesamt 27,6 Kilometer mit 1200 Meter Anstieg und 900 Meter Rundabstieg. Und bei den Wegen an sich wäre die Etappe okay gewesen, sage ich jetzt mal. Klar, 27 Kilometer ist schon viel, aber angesichts dessen, dass wir uns heute echt überhaupt nicht gut gefühlt haben, vor allem ich, schlecht geschlafen, ein bisschen Magen-Darm-Probleme gehabt, wahrscheinlich irgendein Wasser nicht vertragen, war das eine richtig heftige Etappe. Und ich habe nicht nur einmal gedacht, okay, das wäre die letzte Fernwanderung. Ja, und aus diesem Grund sind wir auch heute nicht im Zelt, dass wir eine Nacht mal wieder besser schlafen. Und zwar haben wir uns für 12 Euro insgesamt mehr Matratzenlager gegönnt. Und da gehe ich jetzt mal rein zur Leni. Noch sind gar nicht so viel da. Da liegt sie auch schon und googelt. Google oder Instagram? Ich schreibe gerade meinen Papa. Sie schreibt gerade ihrem Papa. Hallo Thomas. Ja, und heute sollte es eigentlich ums Zelt gehen. Und zwar hatten wir das Cloud-Up 3 von Nature Hike dabei. Knapp über 2 Kilogramm wiegt alles, was wir mit dem Zelt dabei hatten. Nach unserer Recherche hatte das Nature Hike das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn ihr noch andere Vorschläge für Zelte habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Die 3-Personen-Variante deswegen, klar, wir waren nur zu zweit, aber wir wollten alles, die komplette Ausrüstung, die beiden Rucksäcke mit ins Zelt nehmen, da im Reiseführer immer mal wieder der Hinweis steht, dass es wilde Tiere gibt, da wo wir übernachten und öfter an den Proviant gehen und so die Rucksäcke kaputt machen. Deswegen wollten wir alles direkt im Zelt haben und sind da vor solchen Angriffen geschützt. Das Zelt soll ziemlich gut vor Regen geschützt sein. Leider bzw. Gott sei Dank konnten wir das nicht ausprobieren. Aufgebaut war das Zelt in 10 bis 12 Minuten. Wenn man sich beeilt, ist das bestimmt auch in 5 Minuten drin. Und zwar besteht das Zelt im Prinzip aus 3 großen Teilen. Einmal die Grundplane, die wird erstmal auf dem Boden verteilt und in diese Plane wird das Gerüst reingesteckt und an dieses Gerüst wird dann mittels Haken die Plane hochgesetzt, sodass innerhalb von weniger Griffe das Zelt schon steht. Auf dieses Grundgerüst wird dann die regensichere Plane gestellt. Ohne diese Plane könnte man im Prinzip auch schon drinnen schlafen und wäre dann vor Moskitos oder Insekten geschützt. Und gerade tagsüber, wenn wir mal früher angekommen sind, haben wir die Regenplane erst später drauf gemacht, damit man schon drin liegen kann und eben einigermaßen geschützt ist. Der Abbau des Zeltes hat jeweils noch einen Ticken kürzer gedauert. Natürlich mussten erstmal, wenn denn welche im Boden waren, die Heringe gezogen werden. Anschließend die Regenplane abgezogen. Dann das Gestänge weg. Dann war es das eigentlich schon. Man musste jetzt nicht irgendwie groß darauf achten, das Zelt schön zusammenzufalten, weil es wie gesagt nur 3 große Teile waren. Das Gestänge lässt sich relativ kompakt zusammenschieben. Die beiden Planen hatte ich in dem unteren Fach in meinem Rucksack einfach reingedrückt, ohne irgendwie darauf großartig achten zu müssen, eben wie sorgfältig ich das mache, weil das Fach an sich groß genug war. Das hat jeden Morgen einige Nerven gespart. Da ist es eben auch wichtig, eher einen größeren Rucksack vom Volumen her zu nehmen, damit man während der Reise ein bisschen mehr Platz hat, um nicht perfekt packen zu müssen. So viel jetzt hier mal zu unserem Zelt. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt die in den Kommentaren, die beantworten wir gerne. Dann sage ich nur noch bis zum nächsten Video, macht's gut, ciao ciao.